Willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu Teil 3 meiner Marokko-Reise. Und wir befinden uns hier an Tag 11, spät Nachmittag. Nachdem ich in der kleinen Stadt Fouhim-Souguid gegessen habe, mache ich mich auf den nächsten Track und breche auf Richtung Lac Iriquet. Das ist ein Naturschutzgebiet im Süden Marokkos. Zunächst beginnt es hier mit einer relativ heftigen Rüttelpiste, die sehr unangenehm ist zu fahren, vorbei an einem kleinen Militärposten, und es geht immer weiter Richtung Osten. Die Abendstimmung ist wirklich sehr schön, die Sonne geht immer tiefer herunter und die Farben werden kräftiger und wir fahren weiter in den Abend hinein. Je weiter hier der Abend fortschreitet, umso mehr wird mir klar, dass ich es hier nicht mehr bis zu meinem angepeilten Lagerplatz am Lac Iriquet schaffen werde. Und so freue ich mich schon mal mit dem Gedanken an, mir irgendwo hier in der Wüste ein kleines Plätzchen zum Schlafen zu suchen. So, ich mache mal jetzt mal Schluss. Ich bin jetzt hier mitten in der Wüste. Ich habe es natürlich jetzt nicht zu meinem Ziel geschafft, aber es ist mir einfach zu riskant, jetzt hier noch weiterzufahren. Auf die Piste macht man einen Fehler, dann legt man sich auf den Bart und ich werde jetzt hier übernachten. Ja, besser, dann fahre ich morgen die restlichen Kilometer zu dem See, wo ich eigentlich hin wollte. Okay, jetzt wird es gleich dunkel. Ja, guten Morgen. Also es ist jetzt 10 nach 6 und ich bin jetzt gerade in meinem Wüstencamp hier aufgewacht. Ist noch ziemlich kühl. Ich schätze mal, es sind jetzt ungefähr 15, 16 Grad. Die Sonne geht gerade auf. Ja, erstmal einen Kaffee trinken. Dann geht's wieder auf die Piste. Nachdem ich jetzt hier die ersten Sonnenstrahlen des Tages genossen habe, breche ich wieder auf und bin recht froh, wieder auf der Piste zu sein, weil meine Nacht war jetzt nicht besonders toll. Es war nachts sehr, sehr windig und ich habe mit der Isomatte am Boden geschlafen in meinem Schlafsack und hatte ständig den Sand zwischen den Zähnen und auch in der Nase. Und ja, insgesamt war die Nacht jetzt nicht so erholsam, aber auf jeden Fall erholsamer als so einige andere Nächte zuvor.
Piste ist hier sehr, sehr schön zu fahren, sehr, sehr abwechslungsreich. Wir haben hier etwas härteren Boden, Schotter und aber auch einige relativ leicht zu fahrende sandige Passagen und ein wahnsinnig weitläufiges Gebiet hier. Und was mir bis zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so klar war, ist, dass dieser See hier völlig ausgetrocknet ist. Also gestern Abend habe ich noch damit gerechnet, dass eventuell an diesem See hier irgendwelche Herbergen sind oder man hier irgendwo einen Platz findet, wo man vielleicht auch ja so ein bisschen Infrastruktur hat. Aber tatsächlich ist es ein völlig menschenleeres Gebiet. Was mir auch nicht so richtig klar war, ist, dass dieser Offroad-Teil hier unglaublich lang ist, weil mein Ziel war ja dann die kleine Wüstenstadt Hamid El Ghislane und es war wahnsinnig lange zu fahren. Also unterschiedliche Landschaften, nachdem hier dieser relativ weitläufige, ausgetrocknete See hinter mir lag, kamen ganz, ganz unterschiedliche Abschnitte mit sehr, sehr viel Steinen und dann wieder Sand und zwischendurch auch wieder etwas tieferer Sand, der aber bis dato relativ gut zu bewältigen war. Alter Schwede. Dass mal jetzt kein Sand ist. Wie ist der denn hier hochgekommen, der Typ? Nach einigen Stunden Fahrt wurde der Track immer schwieriger zu fahren. Die Tiefsandpassagen häuften sich zunehmend, aber dennoch wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das Schlimmste noch bevorstand. Wow, hier habe ich mich voll auf den Bart gelegt gerade. Man sieht mal, wie tief diese Sandüberwehung hier ist. Meine Güte, echt übel. War nichts passiert. Puh, also schon hart hier, das Stück.
Wait. Oh. Huh? Little bit comme ça, juste pour Oh. juste pour le faire. Terrible. Hmm? Oh, terrible. Oh. Oh. You are so tired. Yeah, I'm tired. Wait 10 minutes. Oh, My friend, I'm very weak. Sit. Sit. Sit, Dima. Ja, die letzten ganz, ganz harten Kilometer hier vor meinem Zielpunkt haben mich Gott sei Dank 2 französische 4x4 Fahrzeuge begleitet, weil sie gesehen haben, wie sehr, sehr ich im Sand gekämpft habe und ich immer wieder anhalten musste, beziehungsweise das Motorrad unsanft auf die Seite gelegt habe, und haben einfach gemerkt, dass ich absolut körperlich am Ende war. Meine Arme haben geschmerzt, ich war richtig fertig. Und ganz am Ende haben sie mir auch sogar angeboten, mein Gepäck auf den SUV zu packen und die letzten Kilometer bis in den nächsten Ort mitzufahren. Das habe ich dann angenommen, dieses Angebot, weil ich wirklich körperlich absolut am Ende war und ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht absehen konnte, wie lang diese Strecke hier noch gehen würde.
auch wenn hier der Einheimische am Ende mein Motorrad noch weiter gefahren hat. Also die letzten 3 Kilometer bis nach Emhamit El Ghislane hat er die Himalayan gefahren. Da waren wir allerdings schon aus dem Tiefsand raus, aber dennoch war es mir egal. Ich musste mich einfach ausruhen und war völlig am Ende. After Souvenir. Ja. Verdammt nochmal. Gott, bin ich tot. Kann ich gar nicht vorstellen. Es war definitiv schlimmer als in Bosnien in dem Sandloch zu stecken. Ah, bonjour. Ah. Wer? Da, okay. Ah. Okay. Ah, merci beaucoup. Kerl. Nicht zu fassen. Nachdem ich mich hier einige Zeit in meiner Auberge erholt hatte, konnte ich mich wieder so ein bisschen hier herausbewegen und habe noch eine kleine Runde durch die kleine Stadt gedreht und habe mir ein kleines Café gesucht, um was zu essen, und habe jetzt seit langem wieder mal was Vernünftiges gegessen und konnte mich so etwas stärken. So, das erste Mal was Vernünftiges zu essen jetzt in den letzten Tagen. Da steht sie also, hat echt heute hart gelitten. Bösartiger Sand, aber alles gut gegangen, meine Güte. Oh, Mann. So, guten Morgen. Das ist ja wohl mal ein gutes Frühstück jetzt. In diesem sehr schönen Innenhof hier. Moin Moin. Ja, kleines Update. Gestern Abend habe ich es wirklich nicht mehr geschafft, noch so ein Video zu drehen. Ich war irgendwie total kaputt, als ich hier ankam in der Herberge. Habe ich erstmal 2 Stunden geschlafen, geduscht, mich ein bisschen erholt und dann war ich in der Stadt was essen. Ja, und so kleine Blessuren habe ich schon irgendwie bei dem einen Sturz. Habe ich mir wahrscheinlich wieder irgendwie die Rippe mal wieder angeknackst. Nicht so schlimm wie in Bosnien diesmal, aber ja, man merkt es doch. Aber ich habe ja Ibuprofen dabei, dafür habe ich die dabei. Alles halb so wild. Muskelkater habe ich auch. Also es war mega anstrengend in diesem Tiefsand. Also da sind so festgefahrene oder so ausgewaschene Fahrspuren, ne? Also wenn der Sand rein ist, ohne dass da Fahrspuren sind, geht das ja noch einigermaßen. Aber sobald da so ganz tiefe Spuren von den SUVs sind, ist es wirklich hart. Und die Muskeln übersäuern und es ist unglaublich. Also ich hätte fast gedacht, ich gehe kaputt da gestern. Also es war echt nah dran. Und ich sag mal so, wenn auf der Strecke nicht noch einige 4x4 unterwegs gewesen wären, wäre ich wahrscheinlich auch wieder umgedreht. Weil diese Passage war echt die Hölle. Also das war echt übel. Und ja, es ist unglaublich, wie der Mund austrocknet. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also man fährt 100 Meter, dann steckt man wieder irgendwo oder muss anhalten, weil man sich ausruhen muss.
Und dann tun alle Sachen weh. Und man kann sich wirklich nicht irgendwo hinsetzen, weil es einfach nur keinen Schatten gibt. Also ich war total froh, dass mir die Franzosen da in ihren Fahrzeugen geholfen haben. Und die letzten 3 Kilometern hat dann der eine Fahrer, der eine Einheimische, meine Maschine noch ins Camp gefahren. Allerdings war da, glaube ich, das Schlimmste schon überstanden. Aber ich war echt froh, dass er mir angeboten hat, ich kann mich ins Auto setzen und die letzten Meter noch so, weil ich war wirklich richtig am Limit. Also ich war teilweise so ein bisschen desorientiert schon, keine Ahnung. Also ich habe nur getaumelt und das war echt hardcore. Ja, jetzt mache ich mich gleich wieder fertig nach dem Frühstück und dann geht's Richtung Norden, Richtung Taguit und Zagora, und ich werde jetzt erstmal auf der Straße bleiben und ich werde mal schauen, also ich denke, Sandpassagen werde ich wirklich vermeiden, weil alleine ist das der absolute Obertod. Also, obwohl wir jetzt noch keinen Sommer haben. Aber 35 Grad in der Wüste sind enorm. Und das ist schon der Härtefall. Ne? Aber gut, deswegen bin ich auch hier, oder? Hier sieht man ganz gut, wie ich jetzt gefahren bin gestern. Hier bin ich gestartet. In Foum Sugut. Und dann hier runter zum Lac Iriquet. Dann hier oben lang. An dem Erkschegaga lang, die großen Sanddünen, und dann immer weiter hier. Und hier ist diese schreckliche Strecke. Und jetzt hier bin ich im Hamid El Gizlane. Mann, 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 so sieht's aus. Ja, und morgen will ich weiter nach Taguenit und dann weiter hier hoch Richtung Zagora. So, auf geht's. Meine Güte. Jetzt geht's nach Taguit. Wir haben jetzt 9:42 Uhr und schon echt warm. Oh. Puh. Also ich fühle mich immer noch ein bisschen angeschlagen. Natürlich Muskelkater und meine Rippe schmerzt auch noch so ein bisschen. Aber es hätte viel schlimmer sein können. Boah, ich habe auf jeden Fall den Tag überlebt. Und jetzt bleiben wir erstmal auf der Straße ein bisschen. Versuchen uns mal ein bisschen zu entspannen. Das wird echt dringend notwendig sein. Oh, meine Güte. Es tut aber auch wieder gut, auf der Straße zu sein. Ich glaube gar nicht, wie hart das gestern war. Also ich war echt schon richtig am Ende, kurz vorm Tod, ey. Also wenn wirklich da niemand gewesen wäre. Aber ich glaube, ich wäre auch umgedreht. Allerdings ist das in diesen Passagen wirklich schwierig. Man ist permanent am Überlegen, was jetzt wirklich besser ist, umzudrehen oder geradeaus weiterzufahren. Das Problem ist, man weiß wirklich nie, wie lange diese Sandpassagen dauern. Ja, also ich freue mich wirklich eher auf die Berge und Steine. Der Sand ist wirklich der Tod. Mann, Mann. Ja, da am Ende, da drüben sind immer noch die Sanddünen. Sieht alles so schön aus, ist aber auch wirklich der Tod. Zwei kleine Sachen vielleicht noch. Also ich habe ja meine Luftmatratze da schon in der Wüste benutzt und auch davor schon die Nacht. Und leider ist die ziemlich undicht. Das heißt, draußen schlafen ist momentan sehr unangenehm, weil die Luft verliert. Also falls einer von euch mit dem Gedanken spielt, sich eine Luftmatratze für solche Aktionen zu kaufen, besser nicht. Lieber eine Isomatte, wo die Luft nicht rausgehen kann. Ja, ansonsten meine Schuhe von Modica, die haben jetzt endgültig den Geist aufgegeben. Die ganze Schuhsohle ist komplett ab. Ist total ätzend. Ich weiß nicht, die Dinger haben jetzt noch nicht mal 2 längere Touren gehalten. Bosnien letztes Jahr haben sie irgendwie noch durchgehalten und diesmal halt nicht, aber gut. Nützt ja nichts. Oh Mann. Ist irgendwie schön hier diese Dattelpalmen zu sehen. Ja, bis Taguit oder Taguin sind es ungefähr noch 23 Kilometer jetzt.
Oh, ist das entspannt. Ist das herrlich entspannt, muss man wirklich sagen. Auch mal schön wieder auf Straße zu fahren. Oh, ist das herrlich hier. Da hinten, ganz hinten liegt Tagunit. Nein, Mann, herrlich. So, jetzt sind wir in Tagunit. Mal schauen, hier wo die Tankstelle ist. Schon geschäftiges Treiben um die Uhrzeit. Ich glaube, ich muss mich gleich mal orientieren, wo die Tankstelle geblieben ist. Ich glaube, die ist am Ortsausgang. So, mal gucken. Map-Out mal benutzen, um die Tankstelle zu suchen. Ja. Ja. Ja, wo man etwas aufpassen muss, ist hier diese Geschichte mit der Tankstelle, die ich euch zeige. Also ich habe hier getankt und auch den korrekten Betrag bezahlt, habe mein Motorrad erstmal an die Seite geschoben und der Tankwart hat hier versucht, im Nachhinein noch Geld zu fordern, irgendwie eine Art Trinkgeld. Das hat mich so ein bisschen verwirrt und am Ende auch so ein bisschen geärgert, weil das ist absolut nicht üblich. Also solltet ihr tanken in Marokko, passt wirklich auf, welchen Betrag ihr an der Tankstelle bezahlt und lasst euch nicht übers Ohr hauen. In der Regel ist das kein Problem und man kann auch ein paar Dinar Trinkgeld geben, aber es gibt auch so ein paar Leute, die versuchen euch am Ende dann so ein bisschen über den Tisch zu ziehen. Ma français et no, I'm from Germany. Allemand. Ja, Deutsch. Ja. Jo. Five. Ja. Merci. Ja. What? Yeah, I need one, yeah. It's not good because of the sun. Next time. Okay, ciao. Ja, nach einiger Fahrt bin ich jetzt hier in Zagora angekommen und hier ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Direkt hat mich hier bei Einfahrt in Zagora ein Mopedfahrer abgefangen und mir erklärt, er kennt eine super Werkstatt und er möchte sie mir gerne zeigen. Und ich sage, okay, ich brauche eigentlich ein paar neue Reifen und ob er denn neue Reifen für mich hätte. Und er sagt, ja klar, habe ich neue Reifen. Und ich sage, okay, dann schaue ich mir das mal an. So ein bisschen Abenteuer muss ja auch sein. Und bin jetzt ihm hinterhergefahren in der Hoffnung, dass er mich nicht irgendwo in eine blöde Situation bringt. Ja, guck mal. Hi. Servus. Servus. Wie geht's gut? Hä? Wie geht's gut? Gut. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Oh. Ja, der Kollege auf dem Roller hat mich hier zu einer Werkstatt gebracht und die Leute hier waren super freundlich und haben mir erstmal die Werkstatt gezeigt. Ich durfte so ein paar kleine Videoclips drehen, ein paar Fotos machen. Die haben hier gerade an einer Afrika-Twin geschraubt, die irgendwie einen kaputten Lichtmaschinenregler hatte, haben aber schnell auch gesagt, okay, für Reifenwechsel müsste ich noch in eine andere Werkstatt. So, das sind hier die neuen Kollegen aus der Werkstatt hier in Zagora. Werkstatt Eriki Zagora. Genau. Welcome to Garage Eriki Zagora. Ja, gut. Inshallah. Guten Tag.
Am Ende des Tages ist es hier immer ungewiss, was passiert, wenn man irgendeinem Angebot hier folgt. Aber diesmal hatte ich wirklich Glück und bin hier auch wieder in einer Werkstatt gelandet, die richtig klasse sind. Also wer wirklich gerne irgendwie Unterstützung braucht oder neue Reifen, der kann sich hier gerne auf der Durchreise hier an dieser Werkstatt melden. Die Kollegen sind super freundlich, nett und was die hier geleistet haben, das wäre in Deutschland oder irgendwo anders nicht möglich gewesen. Und der Werkstattleiter führt mich hier gleich in einen kleinen Raum und zeigt mir seine Enduro-Reifensammlung und sucht mir tatsächlich hier einen schönen Mitas 09 raus in 130er Breite. Zwar etwas breiter als Original, aber ist überhaupt nicht schlimm. In die Himalayan passt auch der 130er rein. Und für vorne hat er einen Michelin Desert Race gefunden. Ist zwar nicht optimal, aber besser als nichts. Und ich bin letzten Endes froh, dass ich überhaupt hier Reifen finde. It's in Euro? Oh, it's expensive, no? Yes. I showed to my friend one. Okay. Look, in Europe, Yeah. part is price go lower? to down. I know, but Okay. come to transport, TVA, Okay. transport to Morocco. Yeah. Here, Yeah. work is down, but stock, yeah, is like that. Prices yes, for parts are expensive. Yes, yes. Oh, it's 330, but it's included mounting. Mountain 100 dirham, 100 dirham. 10 Okay. euro. So 370 euros. 340 included. And can I pay with euro? Euro, no problem. Because I don't have so much. Air condition. Yes, I call him now. Okay. 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 Ja? Ja, das ist jetzt der Eno 9 nach ungefähr 7000 Kilometern. Also würde schon noch laufen, aber macht schon Sinn, den zu erneuern, wenn ich einmal hier bin. Bin ich mal gespannt, ob die Jungs das hier gut hinkriegen. Das ist ein Michelin und ein Eno 9 in 130. Okay. Ja. Ist ordentlich Betrieb hier. Ja, Mann. Chez Ali Nassir Garage Mécanique. So Leute, boah, es ist jetzt 14:04 Uhr und ich bin jetzt gerade hier in Merzouga fertig und die haben es tatsächlich hingekriegt, meine Reifen zu wechseln. Boah, ein Schlauch hat er allerdings kaputt gemacht. Das hat jetzt 2 Stunden gedauert, aber super, trotzdem. Ich habe jetzt einen 130er Mitas E09 hinten drauf und vorne habe ich einen Michelin Desert Race. Ich bin ja mal gespannt. Die fahren sich echt schon mal extrem gewöhnungsbedürftig, vor allen Dingen vorne der Desert Race. Der hat jetzt 1,6 Bar drauf gemacht. Bin echt mal gespannt. Also vorne fühlt er sich auf jeden Fall schon mal nicht so gut an. Muss den jetzt erstmal ein bisschen einfahren. Also hinten ist mit Sicherheit kein größeres Problem, aber dieser Desert Race, keine Ahnung, ob der was taugt. Er ist auf jeden Fall ziemlich nervös und kipplig. Vielleicht muss ich den auch mit etwas höherem Luftdruck fahren. Naja, okay. Aber nicht schlecht. Was natürlich das Thema ist, es war ganz schön teuer. Also ich habe jetzt hier 350 € umgerechnet bezahlt für die Reifen. Mit Montage. Das sind locker 100 € mehr als bei uns. Liegt wahrscheinlich aber auch an den hohen Transportkosten, aber angesichts des guten Service ist das wirklich okay. Die sind super freundlich. Einer von den Jungs ist sogar mit mir zum Geldautomaten gefahren, weil ich musste natürlich jetzt nochmal Geld abheben. Aber meine Bargeldreserven gehen jetzt langsam zu Ende. Das war allein schon ein relatives Abenteuer. Ein relatives Abenteuer, hier vorbei zur Bank zu fahren, überhaupt einen Geldautomat zu finden. Es war nicht so einfach, dem Mechaniker da bei der Arbeit zuzugucken. Ja, und das Vertrauen zu haben. Oh,
Vor allen Dingen, als er den Schlauch kaputt gemacht hatte und nochmal einen neuen einbauen musste. Mein Alter, da hat er wohl das Ventil abgerissen. Er sagt, das wäre aus Altersschwäche. Aber gut, ich weiß, das ist auch eine Mörderarbeit. Und das wird da alles mit der Hand gemacht. Wir haben jetzt 32 Grad, sehe ich gerade. Und es geht jetzt auf nach Merzouga. 273 Kilometer. Ich hoffe allerdings, zwischendurch kommt noch mal eine Stadt. Wir haben jetzt auch die, ja, fast schon die größte Mittagshitze. Okay. So, ich fahre mal jetzt mit dem Michelin mal hier im Skelett kurz mal abseits. Hier neben der Strecke ist nämlich so eine kleine Offroad-Piste. Und ich guck mal jetzt, wie der Michelin sich jetzt hier anfühlt im Gelände. Also auf Asphalt fühlt es sich bis jetzt nicht gut an, aber vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Einfahrzeit. Mal gucken. Vielleicht ist das auch ganz gut zum Einfahren hier. Ein bisschen direkt. Hier haben wir direkt schon ein schweres Gelände. Okay. Okay, aber fette Brocken. Aber es fühlt sich gut an. Ja. Aber in die nächste Gelegenheit fahre ich trotzdem wieder hier auf die Straße. Hier auf den Felsbrocken fühlt er sich gut an. Dromedare von vorne. Auch nicht schlecht. Okay. Nach langer Fahrt treffe ich jetzt hier endlich so gegen Abend in Merzouga ein. Das ist ein ganz bekannter Wüstenort mit sehr, sehr hohen Sanddünen hier am Rande des Erkschebi. Und was ich hier zuerst mache, weil es wirklich schon spät wird, ich fahre in die großen Dünen rein und mache ein paar schöne Fotos oder versuche es zumindest und suche mir dann nachher eine günstige Unterkunft im Ort. Wie man sieht, finde ich hier eine Unterkunft, die allerdings relativ dunkel ist und auch nicht besonders schick. Überall Sand und ja, auch das Badezimmer war wirklich nicht der Hit, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier einen Schlafplatz habe und kann mich jetzt hier hinlegen und irgendwie auch duschen. Immerhin gibt es warmes Wasser, denn auch keine Handtücher. So Leute, auf geht's von El Beqasem, Abmarsch Richtung Erfurt. Boah Leute, ich fühle mich echt total gerädert. Ich habe die Nacht total schlecht geschlafen. Ich konnte ja auch gestern kein Video mehr drehen, weil es war irgendwie alles so düster. Also es ist in diesen ganzen arabischen Bauten wirklich kaum vernünftiges Licht. Und da werden die Videos wirklich nichts. Und da dachte ich, mache das heute Morgen, kurz nach dem Aufstehen.
Also ich habe wirklich schlecht geschlafen, weil draußen war ordentlich Zirkus bis 12 Uhr. Und dann um 2:30 Uhr sind auch noch irgendwelche Leute da mit Quads durch die Gegend geheizt, immer im Kreis. Also das liegt wohl am Ramadan auch, ne? Dass die Leute tagsüber irgendwie nicht viel machen und dann mit Sonnenuntergang wird gegessen. Und dann gibt es ja Zirkus, ne? Und diese Unterkunft ist halt auch direkt an der Hauptstraße. Aber gut, für das Geld von 14 Euro mit Frühstück kann man natürlich nichts Besonderes erwarten, ist klar. Mein Budget ist halt auch nicht mehr so toll. Ja, auf jeden Fall ist der Besitzer total nett. Er konnte sogar Englisch sprechen, das war auf jeden Fall gut. Ja, also Ramadan ist definitiv nicht die beste Reisezeit. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Würde ich, glaube ich, auch so noch mal machen. Ja, die Unterkunft war jetzt auch wirklich ziemlich schmutzig, muss man sagen. Okay, kann man sagen, für den Preis auch keine Handtücher da. Naja, also besonders gut geschlafen habe ich nicht. Ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt viel besser, als wenn ich eine Nacht in der Wüste verbracht hätte. Aber gut, jetzt geht es erstmal nach Erfurt und dann schauen wir mal. Das sind um die 50 Kilometer Asphalt und dann würde ich mir wieder auch einen Track suchen Richtung Norden und hoffe, dass ich das konditionsmäßig irgendwie hinkriege, weil ich fühle mich immer noch ein bisschen angeschlagen. Meine Rippe tut immer noch weh, ich nehme immer noch Ibuprofen aktuell. Ja, und das Essen ist halt auch nicht wirklich vernünftig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil man kann froh sein, wenn man überhaupt was bekommt. Gestern Abend habe ich noch irgendwo ein Omelett bekommen, aber so richtig super ist das nicht, auch das Frühstück. Ja, also man wird hier echt so, ich glaube, ich nehme ein paar Kilo ab, was mir aber auch wirklich nicht schadet. Okay, genug gejammert, jetzt geht's weiter, die Sonne scheint, auf geht's. Ja, was man wirklich noch sagen muss, da hinten sind hier die Erkschebi-Dünen von Merzouga. So schön wie diese Dünen auch sind, gestern Abend habe ich mir gehofft, okay, kurz vor Sonnenuntergang kriege ich noch ein paar schöne Aufnahmen hin, aber die Luft war wie heute Morgen auch so ein bisschen diesig. Wahrscheinlich durch den Sahara-Staub wird das so ein bisschen milchig. Das heißt, ich habe gestern nicht wirklich gute Aufnahmen hinbekommen. Ja, und was man sagen muss, man kann natürlich hier in diesem Touristenort Merzouga, kann man sich keine 2 Meter bewegen, ohne dass man direkt angehalten wird. Also ich bin kaum an der Düne da angekommen, an den großen. Da waren direkt schon ein paar Leute mit Mopeds und wollten mich in irgendwelche Unterkünfte lotsen. Ja, aber die verdienen natürlich damit ihr Geld. Ich habe letztendlich jetzt über Booking.com mir eine günstige Unterkunft gesucht. Ja, also Merzouga ist schon wirklich ein Touristenort. Also mich zieht es jetzt wirklich hier langsam weg. Ein bisschen da, wo es etwas einsamer ist. Ja, was man noch sagen muss, ich bin jetzt wirklich mittlerweile froh, dass ich meine Reifen jetzt eingefahren habe. Ich habe mir ja wirklich gestern so ein bisschen Sorgen gemacht mit dem mit dem Michelin Desert Race vorne. Der hat sich so die ersten 40, 50 Kilometer angefangen, als würde ich auf Eiern rumfahren. Und nach 70, 80 Kilometern hat er sich wirklich als eingefahren. Und man fühlt sich jetzt einigermaßen wohl. Natürlich ist er vorne nicht so gut wie der Dakar, wie der 09. Aber man kann jetzt momentan damit leben. Und ja, ich denke mal, seine Stärken wird er dann auch noch im Gelände ausspielen können. Also so viel dazu. Ich habe jetzt Vertrauen in die Reifen. Ich bin jetzt auch nach ungefähr 300 Kilometern mit den Reifen gefahren. Und das scheint alles ganz gut zu passen. Ja, dann biegen wir hier mal links ab. Und lassen hier so ein bisschen die milchige Dünenlandschaft hinter uns. Erfurt 45 Kilometer. In der kleinen Stadt Erfurt fahre ich eigentlich im Prinzip nur durch und gucke mir diese Werkstatt, die ich mal ursprünglich angepeilt habe, an. Und da ich aber meine Reifen bereits habe, fahre ich weiter und breche auf Richtung Atlas. So, wir sind jetzt Richtung Norden unterwegs, in Richtung Atlasgebirge von Erfurt aus.
Folgenstrecke ist wirklich sehr, sehr schön zu fahren durch die Berge und durch die Schluchten. Und ich bin jetzt wirklich gespannt auf den nächsten Track, wo ich das erste Mal jetzt so richtig, ja, steiniges Gelände unter die Räder nehme. Ja, ich bin jetzt körperlich immer noch nicht so richtig auf dem Damm, aber ich bin wirklich jetzt hier guter Dinge, in den nächsten Offroad-Track reinzufahren und ja, biege auf den Track ab und ja, weiß zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht, dass es ein wirklich ziemlich, ja, furchteinflößender Militärpass ist.
zur Innenseite. Also zugegebenermaßen, wow, das ist schon ganz schön haarig hier. Mann, Mann, Mann. Ein bisschen mulmiges Gefühl kriegt man hier definitiv. Mann, Mann. Oha, das ist ein alter Militärstollen. Eieiei. 1931. Also mal, wo der hingeht, meine Güte. Krass. Eieiei. Eieiei. Ich habe vorne zu viel Luft drin. Wenig Traktion am Vorderrad. Mal ruhig. Ganz ruhig. Ja. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Luft ablassen vorne. Alter Schwede, guckt euch das hier an. Ist doch wohl nicht zu fassen. Von da ganz hinten bin ich gekommen, glaube ich. Das ist dieses Dorf. Alter Schwede.
krass. Irgendwann habe ich hier den höchsten Punkt dieses Passes erreicht und die Landschaft ändert sich hin zu einer sehr, sehr schönen Hochebene, wo es sich wirklich gut fahren lässt. Und es sind aber noch sehr, sehr viele Kilometer zu fahren bis in den nächsten Ort. Yeah. Heute zerbrochen. Amen. Ich mache mir auch schon mal so ein bisschen Gedanken, ob ich nicht vielleicht hier in der Nähe irgendwo mein Zeltlager aufschlage. Weil, wie gesagt, ein Hotel gibt es hier sowieso nicht in dieser Gegend. Die Sonne ist langsam etwas tief und ja, es wird auch bald dunkel. Und ich bin relativ guter Dinge, aber dann passiert mir was ziemlich Dummes. Oh, einmal nicht aufgepasst hier. So eine Scheiße. Auf so einen Kackweg gekommen. Bin ich verletzt. Alter Schwede. Was für ein Scheiß. Voll die Dummheit. Ein kleiner Konzentrationsfehler. Von wegen kleiner Fehler. Scheiße. Jetzt ist mir noch der scheiß Schalthebel abgebrochen. Verdammt nochmal. Das ist ja wohl eine richtige Müllkacke. Wie machen wir das denn? Fuck off. Ja Leute, richtige Scheiße. So viel Abenteuer wollte ich ganz bestimmt nicht haben. Oh,
Ich bin jetzt hier mitten in den Bergen und bin diesen blöden Hügel da runter gerutscht. Und bin so blöde gestürzt, dass mein Schalthebel verbogen und die Welle abgebrochen ist. Scheiße. Zum Glück waren hier 2 Berber gerade, die mir ein bisschen geholfen haben, das Motorrad zu halten. Und ich versuche jetzt gerade mit Kaltmetall das zu reparieren. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Es sind ungefähr noch 20 Kilometer bis zum nächsten Ort. Also der Motor läuft zum Glück. Aber so wie es aussieht, steckt sie im 4. Gang fest. Keine Ahnung. Wenn die Anzeige stimmt, wohlgemerkt. Ja, warten wir mal ab, wie die Sache jetzt aussieht. Ich habe jetzt hier quasi ein Stückchen von meinem GoPro-Verlängerungsrohr zerschnitten und als Stütze benutzt. Ich habe auch noch das Zwischenstück verloren. Das habe ich abgebaut und habe es irgendwie im Dreck liegen lassen. Keine Ahnung, wo das ist. Aber das hätte ich wahrscheinlich eh nicht mehr benutzen können. Ich hoffe jetzt mit so einem Stück Draht, dass das irgendwie hält und ich zumindest ein bisschen nach unten komme, um das eventuell reparieren lassen zu können. Keine Ahnung. Aber erstmal muss ich hier von dem Hügel runter. Ja, mein Bein tut auch ein bisschen weh. Ich hoffe, es ist jetzt nichts Ernsthaftes. Meine Fresse nochmal. Das war wieder absolute Dummheit. Einfach nur Konzentrationsfehler. Einfacher Konzentrationsfehler. So eine Scheiße. Ja, meine lieben Freunde, hier sieht es erstmal ganz schön düster für mich aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich aus dieser Nummer wieder rausgekommen bin, dann bleibt dran und wir sehen uns im 4. Teil. Bis bald.